Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es um den letzten Teil meiner Videoreihe und da geht es jetzt darum, dass wir quasi hier hinten das Ei oder den Stein vielmehr, der ja dann hier sich bewegen soll, dass wir die Leitungen oder die Kabel oder wie auch immer wir das nennen möchten, dass die dann animiert werden und oder fertig gemacht werden zum Animieren, dass wir dann den Stein animieren, dass der ein Stück hoch und runter geht, wenn wir dann hier mit der Kamera rundherum fahren und am Ende wird dann das ganze Projekt gerendert und ein Video daraus gemacht, wie es dann am Ende aussieht. So, dann lasst uns mal reinsteigen. So, als erstes wählen wir dann, fangen wir mal mit dem an. Tipp. Da können wir jetzt nämlich dann gucken. Rope 3, damit haben wir alle Komponenten, die wir dafür brauchen. So, als erstes drücken wir jetzt dann F3. Dann sagen wir Mesh. Und damit wird das Objekt von einer Curve in Mesh umgewandelt. Das heißt, hier ist jetzt auch nicht mehr, Moment, wenn ich den hier aufmache, hier ist das Zeichen für Curve dahinter und jetzt ist das Zeichen für Mesh dahinter. Und jetzt habe ich das quasi in Mesh umgewandelt. Und dann muss jetzt in dem Mesh gehen wir jetzt dann hier hin und wir können eine Pin Group machen. Und diese Pin Group nenne ich jetzt einfach auch mal Pin. So, und dann gehen wir hier mit Tab in den Edit-Modus. Wir gehen auf Face Select. Wir nehmen eben, damit es etwas einfacher wird, Landscape weg, die Steine weg, die World weg, Kamera weg, dass wir nur das haben, was wir hier brauchen. Wir gehen, was ist es, mit 1, nein, mit 3 da dran. Und dann sagen wir hier, die ersten nehmen wir. Und dann sagen wir hier, gucken wir noch einmal, ob wir auch alle haben. Ja, 3. Und dann sagen wir mit Viked 1 Assign. Wenn wir jetzt einen Punkt davon anklicken, steht hier auch Pin mit 1. Und dann nehmen wir die nächsten hier. So, und die pinnen wir auch, aber mit 0,5. Und dann auch Assign. Das heißt, diese hier sind jetzt daran gepinnt mit 1. Die sind mit 0,5. Dasselbe machen wir hier oben auch. So, da nehmen wir die, oder eigentlich die, mit 1 Assign und diese hier dann mit 0,5 Assign. Und hier ist es dasselbe, wenn ich die anklicke, 0,5 und die mit 1. Dann lassen wir hier oben die hier markieren wir dann. Und dann machen wir Ctrl H und sagen Hook to New Object. Und damit haben wir hier ein Empty. Dieses Empty wird hier unten gerade zugefügt. Können wir mit hochziehen. Pop, ist mit da drin. Dann gehen wir raus und sagen den Cube oder erst das Empty vielmehr und dann den Cube und dann Ctrl P für Pair und dann nehmen wir mit Keep Transform, damit wir die verbunden haben. Das heißt, wenn ich jetzt den Cube nehme, GZ sage ich mal, dann nehme ich hier den schon mal mit, weil das alles miteinander verbunden ist. Das heißt nämlich, wenn wir das nachher bewegen, geht das alles dementsprechend mit.
Dann möchte ich als nächstes dem hier ein Material geben. Das heißt, ich gehe hier drauf, gehe auf Physics und nehme Close. Dann kann ich hier oben drauf drücken und sage Leather. Das heißt, es ist ein Ledermaterial. Damit werden hier schon die Gewichte und alles mit übernommen. Dann gehen wir weiter und sagen unter Collections machen wir den hier auf 4 und den hier müssen wir gleich mal eben gucken. Ja, jetzt müssen wir auf 0 gehen. Top. So. So. Und dann müssen wir noch, weil wie ihr gerade gesehen habt, ist uns nämlich hier der runtergefallen. Und dafür müssen wir eben gucken. Shape, Pin Group, Pin. Und damit ist der dann hier oben und da unten angepinnt mit den festen Teilen. Und dann hängt uns das Leder runter. Und wenn wir jetzt den Cube hier oben mit G bewegen, sollte das dann nachher mitgehen. Das heißt, wenn wir jetzt, ich mache jetzt erstmal eben im Sequencer auf 0, damit wir den Ton nicht haben. Und dann wieder zurück auf den Graph-Editor. Und wenn wir jetzt dann hier Play drücken, G, und dann können wir hier die Leine mit bewegen. Und dann geht das damit auf und ab. Und hiermit können wir dann spielen mit dem Wert 0,015. Wenn man den jetzt, sage ich mal, auf 0,03 macht, wird die Abtastung weiter. Dann kann es sein, wenn man jetzt sagt, wir machen wieder Play, G, na, jetzt da macht das noch. Escape. Gehen wir mal noch ein bisschen höher. 0,1. Und dann G. Und dann sieht man, dass das hier unten ziemlich verspannt ist, verschrammelt ist. Und das kommt dadurch, weil die Abtastung weiter weggeht und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Deswegen muss man für sein Projekt gucken, wie groß man dimensioniert ist und deswegen oder wie klein die Sachen sind. Wenn es Richtung Millimeterbereich geht und so weiter, muss man halt eben immer kleiner gehen, damit die Abtastung am Ende passt. Und damit sollte das dann funktionieren. So, 0,3. Ja, 0,15, genau. Und damit haben wir dieses Seil schon mal fertig zum Animieren. Machen wir schon mal speichern, Save. Und das Ganze machen wir jetzt rundherum. Das heißt, 3 sind wir mit fertig. Das Empty ist dann hier mit, damit unter dem Cube mit runtergefallen. Und damit haben wir 3 fertig. Dann gehen wir mal weiter. Warte, drücken wir 1. Tschüpp. Nehmen dann hier den. Gehen mit Tab in den Edit-Mode. Erst mit F3. To Mesh. Dann in den Edit-Modus. Dann gehen wir hier da.
Dann nehmen wir die hinteren hier, Pop, Mesh, neue Pin Group, nennen wir auch wieder Pin und machen hier 1 Assign. Dann nehmen wir die hier, machen 0,5, Enter, Assign, gehen hoch, nehmen die, lassen auf 0,5 Assign, nehmen die, den auch noch mit, machen auf 1 Assign. Dann nehmen wir die hier, sagen Ctrl H, Hook to Object, Tab, das Empty, dann den Würfel und dann Pair, Keep Transform benutzen wir und damit ist das Empty wieder beim Würfel. Dann können wir nach hier hingehen, wir wählen den aus, sagen Close, wählen wieder Leder aus, dann tun wir hier die Pin Group anwählen, machen hier wieder auf 4 und hier lassen wir 0,15. Da können wir nochmal gegen kontrollieren, da 4 passt. Damit haben wir das zweite schon fertig. Typ geht weiter rum. 3. Der hat nichts und wenn man sieht, wenn man in den Physics ist, hat man als Curve nicht die Möglichkeit, das einem Close-Material zu geben. Drücken wir wieder F3 auf Mesh. Jetzt haben wir da die Möglichkeit, aber als erstes müssen wir wieder die Pin Group setzen, das heißt plus Pin, dann Tab in den Edit-Modus, Wireframe-Modus und dann nehmen wir die Pin mit 1, Assign, die 0,5, Assign, die, machen wir erst die, Assign, die 1, Assign, dann die, Ctrl H, Hook to Object, Tab drücken, dann den Würfel, dann Pair mit Transform, dann gehen wir wieder hier rein, die sind verbunden, Moment, sehen wir hier, dann gehen wir hier wieder drauf, Physics, Close, Leder, runter scrollen, Pin Group, Pin, hier gehen wir auf 4 und fertig. Dann noch einmal den hier, drücken wir wieder 1, so, F3, Convert to Mesh, dann Tab drücken, Wireframe-Modus, dass wir besser sehen können, dann den hier, machen wir wieder eine Pin Group, Assign mit 1, dann 0,5, Assign, ups, 1, dann die 3, Assign, die, Assign, die, Ctrl H, Hook to Object, dann Empty, Würfel, dann Pair,
mit Keep Transform, Tab. So, dann Close, Leder, Pin, 4, fertig. So, jetzt haben wir soweit alles vorbereitet und jetzt können wir mit dem Animieren anfangen. Das heißt, wir machen jetzt einmal erstmal gucken, wie verhält es sich. Wir machen hier bei 1 und dann haben wir hier, haben die sich im Grunde dann runtergehängt. Und dann können wir jetzt bestimmen, ab wann wir anfangen. Normalerweise tipp, tipp, tipp. Genau, wir sagen Startframe, machen wir jetzt mal, müssen wir gleich mal gucken. Endframe ist bei 1800. Und Startframe gucken wir nämlich einmal kurz, wo wir dann sind. Deswegen machen wir mal eben die Steine an und die Kamera an. Jetzt weiß ich nicht, warum der die Empties hier gelassen hat. Ist jetzt auch dann egal. Wahrscheinlich, weil ich die nicht sofort in die Group reingezogen habe. Aber lassen wir jetzt da unten. Oder wir machen das anders. Wir ziehen die 3 eben mit nach Group. So, dann haben wir das da weg. Kamera ist auch eingeblendet und dann schauen wir mal eben, wann die Kamera ungefähr da ist. 500. 800. 900 sind wir schon drin, also bei 800 sollten die Steine schon schwingen, die Seile schon schwingen. 700, dann können die sich ein bisschen beruhigen. Sagen wir mal, ab 750 soll er anfangen. Das heißt, wir müssten eben gucken, welches wir gerade angepackt hatten. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's. Und wenn wir jetzt sagen, Startframe ist 750, dann fängt er auch erst da an. Das heißt, da fängt er an sich zu bewegen und dann kommt es weiter. Ne, das heißt hierbei. Ja. Können wir aber auch dann von 700 aus machen. So, dann haben wir etwas mehr Freiheit. So, Cache einmal geleert. Dasselbe machen wir jetzt für die anderen auch. 700 als Startframe und dann 1800 als Endframe. Dann braucht er nämlich nicht die ganze Zeit berechnen. 700 als Startframe, 1800 als Endframe. Dann noch der 700 Start und 1800 End. Fertig. Dab, dab, dab. Damit haben wir alle. Und dann soll der Stein sich ja ein bisschen hoch und runter bewegen. Das heißt,
ab wann sind wir ungefähr drin. Das heißt 740, 800. Also ab 800 können wir sagen, soll der Stein sich bewegen, weil dann fällt der Blick langsam da drauf. Und das heißt, wir nehmen jetzt den Stein, den Ring, die 4 Klötze und sagen bei 800 Frames ein I für die Location und so weiter. Und dann gehen wir 100 weiter, sagen bei 900. Nehmen wir dasselbe, bloß GZ 0,2. Lassen wir den Stein 20 hochgehen und drücken dann I. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier sagen, so, geht der Stein mit den Kabeln hoch. Und jetzt mache ich alle 100 wieder runter oder hoch und damit haben wir das am Ende dann vernünftig. So, das heißt, hier gehen wir wieder GZ minus 0,2 I, dann bei 1100 GZ 0,2 I bei 1200 GZ minus 0,2 I 1300 GZ 0,2 I 1400 GZ minus 0,2 I 1500 GZ, 2 I 1600 GZ minus 0,2 I 1700 GZ, 2 I und dann als letztes noch einmal für 1800 GZ minus und I. Damit haben wir die Bewegung vom Stein mit drin, also die Animation, und wir können dann zurückgehen und sagen jetzt einfach ab 700 haben wir die Kabel, dann kommt die Kamera da gleich leicht und der Stein geht jetzt langsam auf und ab. Und dazu möchte ich dann noch auch einen zweiten Sound hinterlegen. Dafür gehe ich dann auf den Sequencer. So, das kann noch ein bisschen weg. So. Und dann möchte ich nämlich einen Brummen für den Stein mit hinzufügen. Da habe ich auch einen Sound, den Link packe ich euch auch mit in die Videobeschreibung. Und das war, glaube ich, so. Dann passen wir den an, dass der hier hinten glatt passt.
weil der vorne ein bisschen Luft hat. Ja, so sollte passen. So, dann haben wir nämlich hier vorne ein bisschen Luft. Wir kommen ja langsam erst näher. Und dann sagen wir hier, bei dem fangen wir an. Oder wir gucken erst anders. Wir gehen eben mit 7 in die Top-Ansicht. Wann sind wir ungefähr? Ungefähr da. Ja, nehmen wir hier auch 700, ist ein guter Marker. Da machen wir 0,5. Machen einen Keyframe. Und dann gehen wir weiter, bis wir dann ungefähr hier drin sind. Ja, ein bisschen vorher, da ungefähr, machen wir da 1,5. Dann auch ein Keyframe. Und dann soll das ja am Anfang ganz langsam anfangen. Und machen dann hier 0 und auch ein Keyframe. Dann steigt der Sound hier langsam an. Und dann hier, wenn man hier um die Ecke geht, wird es abrupt lauter. Und bis es dann gleichbleibend laut einen Wummern gibt. Und dann können wir das dementsprechend so benutzen. Dann gehen wir noch einmal in die Timeline, lassen das so und wo ist Landscape? Da oben. So. Und dann fangen wir einmal von 0 nochmal an, lassen das durchlaufen, hören es uns an, gucken es uns an, ob es uns gefällt. Mit 0. Jetzt hört man, wird das Summen schon etwas lauter. Jetzt muss der Rechner erst wieder rechnen, Sound fehlt und dann ja. Lassen wir den Sound eben weg. Auf jeden Fall gefällt mir das soweit jetzt sehr gut, würde ich sagen, das ist fast finalreif. Ich würde sagen, weil ich jetzt nicht ganz drauf geachtet habe, machen wir mal eben von hier nochmal und gucken uns das Hoch- und Runtergehen vom Stein an. Ja, sieht man so ganz eben, wie er dann da unten ist, dann geht es wieder leicht hoch. Allerdings finde ich das gerade noch ein bisschen, der Übergang zwischen unten und oben ist etwas rau. Das können wir dann nochmal im Graph-Editor gucken. Und zwar klicken wir rein, machen A für alles markieren. Und dann können wir hier auf links entscheiden, das als Bezier Curve zu machen. Und dadurch sind die runder, die Bewegung, wenn der unten ist oder wenn der oben ist. Dadurch sieht das etwas gleichmäßiger aus. Ja. Geht relativ langsam der Stein, aber soll ja auch keinen Rekord hier aufstellen. So, damit
Damit haben wir dann unsere Animation fertig. Jetzt werden wir das rendern. Bin mal gespannt, wie lange das wirklich dann dauert. Und dann gibt es am Ende das Endergebnis nochmal zu sehen, was ihr natürlich am Anfang schon gesehen habt. Ja, deswegen rendern wir jetzt erstmal und dann sehen wir uns später wieder. So, endlich hat das geschafft. 1800 Frames sind gemacht. Ungefähr 24 Stunden hat es gedauert mit 4K 60 Frames. Und ja, dann schließen wir das jetzt. Und jetzt wollen wir natürlich ein Video daraus machen. Dafür gehe ich jetzt noch einmal auf den Sequencer, um dann einmal zu gucken, bei welchen Frames wir angefangen haben. Der ist bei 14 und der ist bei 151. Die notiere ich mir eben. So, damit ich die dann nämlich für später habe. Jetzt speichere ich noch einmal ab, File, Save und dann sage ich File, New, Video Editing. Dann stellen wir hier auch wieder die Videoqualität ein, 4K, 100%, 60 Frames, 1800 Punkte oder Frames und dann den Speicherort. Da. Video. Hier sind auch alle Bilder drin und da packe ich das Video jetzt auch mit rein. Kept. So, damit haben wir hier alles. Dann möchte ich hier oben wieder den Timecode nicht nutzen und die Frames haben. Damit komme ich persönlich besser zurecht. Dann kann man hier drin bleiben, macht Shift A und Add Image Sequence. Und jetzt können wir hier von Video alle Bilder einmal auswählen. Das heißt, wir wählen das erste aus, scrollen komplett runter, drücken Shift, wählen das letzte aus, Add Image Sequence. Damit haben wir dann hier die Sequence. So. Jetzt müssen wir unsere Audios wieder reinziehen. Das heißt, ich gehe mal eben da rein. Und dann setzen wir den auf Frame 14. Sieht man jetzt ziemlich schlecht, wenn man es bewegt, sieht man es unten in der Ecke. Das heißt, wenn ich jetzt reinzoome, so sieht man es besser unten in der Ecke, Frame 14. Und dann den zweiten mit dem Gehen. Das Gehen haben wir schon. Dann wollen wir natürlich hier noch das Zoomen haben. So, und dann können wir den hier abschneiden. So. Gut. So, das Gehen machen wir wieder mit einer Lautstärke von 0,5. Das war gut. Dann gehen wir hier
auf unseren, gehen wir wieder vor. Jetzt habe ich das ein bisschen vergessen zu gucken. Ich glaube, das war ungefähr bei 600 irgendwas, wenn man dann hier um die Ecke kommt. Ab da machen wir hier, oder hier machen wir jetzt mal für den 0,5 fest. So, machen wir einen Keyframe. Dann gehen wir nach hier vorne. 1, da machen wir es auf 0. Das heißt, der fährt nachher, machen wir auch einen Keyframe, ja, dann sieht man es schön. Das heißt, wir gehen von hier da hoch. Und dann hier irgendwo, wenn wir in den Raum einbiegen, so, machen wir mal da. Da setzen wir das auf 1,5 und setzen auch einen Keyframe. Und damit wird das erst langsam lauter, wo wir näher kommen. Dann zwischen den Steinen, wo wir einbiegen, auf einmal sehr rapid lauter. Und dann hält sich das. Dann können wir das einmal durchspielen. So, gehen wir von Frame 1 oder 0. Dann haben wir das Geräusch für die Füße. Jetzt kommt der Ton für das Audio mit dazu, für den Stein. Wird jetzt rapide lauter. Fällt sogar gar nicht so auf, weil der an sich auch lauter wird. Ja, so gefällt mir das. Lassen wir so. Und dann machen wir jetzt einmal Speichern, File, Save As, Flying Stone und der nenne ich den dann Video dazu. Video, so, Save und dann wird das noch gerendert. Sind wir damit auch fertig, alle 1800 Frames durch. Schließen wir das, dann haben wir das fertig. Und jetzt könnt ihr euch das noch einmal angucken. Das war's dann mit dieser Videosequenz erstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich hoffe, ihr habt dabei was gelernt. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Für mich war das jetzt das erste Mal, dass ich was in dieser Richtung gemacht habe. Und ich denke, dass in dieser Richtung auf jeden Fall noch mehr folgen wird, weil dieses Animieren und so weiter hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und ja, ich denke, als nächstes müsste ich mal Charaktere oder Sachen bewegen noch mehr mit reinbringen, dass ich das noch lerne. Und dann schauen wir mal, was als nächstes dabei rauskommt. Ich habe jetzt noch kein Projekt im Kopf, aber da wird bestimmt schon was kommen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst mir ein Like da oder gebt mir einen Daumen hoch, was immer noch dasselbe ist, oder schreibt mir was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss.